Diese Aufgabe wird euch gefallen. Es ist die konstruktivste, die ich seit langem vergeben habe. Nachdem Gallien nun endlich dem Imperium einverleibt wurde, können wir unsere nördliche Grenze bis an den äußersten logischen Punkt ausdehnen, Britannien. Ja, wir Römer sind in der Vergangenheit bereits immer einmal wieder dort gewesen, aber niemals mit der Absicht, uns dort ständig zu etablieren. Ich verleihe euch eine riesige, fruchtbare Provinz, in der ihr eine große Hafenstadt aufbauen sollt, genannt Londinium. Entsprechend dem Reichtum dieser neuen Provinz erwarte ich von euch sehr hohe Wertungen. Die Barbaren, die in Britannien leben, glaubten allen Ernstes, dass sie auf ihrer Insel für alle Zeiten vor dem römischen Imperium sicher wären. Sie dürften ziemlich verstört sein, wenn sie Londiniums Pracht erblicken. Bereitet euch unbedingt auf bewaffneten Widerstand vor. Einige der Stämme dort sind zwar geradezu lächerlich schwach, Kelten dagegen könnten euch echte Probleme bereiten. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Caesar 3. Ich bin euer Dominus und wir spielen die Kampagne Londinium, Expansion nach Norden. Diesmal verschlägt es uns nach Britannien, wo wir die Stadt Londinium gründen sollen, das antike London. Mit einer Bevölkerung von 10.000 Einwohnern, eine Wohlstandswertung von 75, Gunstwertung von 75, Kulturwertung von 75 und eine Friedenswertung von 60. Diese Stadt stellt wieder hohe Ansprüche und wir müssen gut planen, um alle Wertungen entsprechend zu erreichen. Zudem werden wir wieder angegriffen und wir müssen rechnen, dass gut ausgebildete Feinde uns angreifen werden. Also auch hier müssen wir wieder eine gut ausgebildete Armee zur Verfügung stellen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Karte an. Für unsere große Stadt haben wir wieder eine weitläufige und reiche Provinz. Wir haben hier in der einen Ecke die landwirtschaftlichen Nutzflächen, die ja so um einen See herum liegen. Diese Flächen sind wiederum von einem Wald umgeben. Wir haben weiterhin große offene Flächen, Waldbestände, größere, kleinere. Wir haben hier den Fluss, der so meandrierend durch die Karte hier verläuft und dabei so Halbinseln bildet, wie diese hier, die ebenfalls landwirtschaftliche Nutzflächen besitzt. Und hier nochmal eine kleinere Insel. Weiter haben wir große Waldflächen hier und weitere offene Flächen. Also wirklich eine sehr, sehr große Provinz. Schauen wir mal, was wir produzieren können. Wir können Weizen, Gemüse anbauen und Fleisch produzieren. Als Rohmaterial haben wir Ton und Holz. Und produzieren können wir Waffen, Möbel und Geschirr. Dann schauen wir mal in die Imperiumskarte. Wir sind hier und unsere Landhandelsrouten bestehen mit den Städten Lindum. Lindum kauft jede Menge Geschirr und Holz bei uns, verkauft uns etwas Waffen und Eisen. Die nächste Handelsstadt ist Kaleva. Kaleva kauft jede Menge Waffen und verkauft uns Marmor. Als Seehandelsrouten haben wir Lutetia. Lutetia kauft etwas Weizen bei uns, verkauft uns aber Olivenöl und Wein, allerdings in geringeren Mengen. Und Augusta Trevorum kauft größere Mengen Gemüse, verkauft uns Wein und Fleisch. Unsere Exporte werden also Holz, Waffen und Geschirr sein, mit dem wir gute Gewinne erzielen können. Allerdings müssen wir für die gesamte Stadt Olivenöl importieren, was recht teuer ist. Wir werden also wie in Caesarea den Import von Öl zwar früh starten, ihn aber sehr fein dosieren, damit wir nicht im Minus mit unserer Stadtkasse geraten. Gut, was ist jetzt der Plan? Der Migrationspunkt ist hier und wir werden hier in diesem Bereich 2 Stadtgebiete entwickeln lassen. Wir werden alle Exportgüter so schnell wie möglich produzieren und handeln, damit wir wirtschaftlich gut aufgestellt sind. Versorgt werden können die beiden Stadtgebiete hier über diese Insel. Später dann, wenn
diese Stadtgebiete gut entwickelt sind, wandern wir weiter hier in diesem Bereich. Da werden wir dann hier weitere Stadtgebiete entlang dieser landwirtschaftlichen Flächen entwickeln lassen. Hier können wir alles produzieren, was unsere Bürger brauchen. Später dann werden wir hier den Senat errichten, einen großen Platz planen und dann hier jeweils auch 2 Stadtgebiete errichten, sodass wir hier wieder eine schöne repräsentative Stadt entwickeln lassen. Wie gesagt, Olivenöl wird über den Seehandel importiert. Die Bauplätze für die Docks sind in dieser Karte auch beschränkt vorhanden, nämlich hier auf diesen Inseln, wo wir eigentlich Farmen errichten können. Hier auch im weiteren Verlauf. Und an der entgegengesetzten Stelle unserer Stadt haben wir die Möglichkeit, Docks zu errichten. Das heißt, wir müssen hier einen guten Platz wählen, von wo aus die Wege zur Versorgung der Stadt mit Olivenöl am kürzesten sind. Und natürlich müssen wir darauf achten, später das Villenviertel auch damit zu versorgen. Das erste, was wir natürlich machen müssen, ist, da wir in einer nördlichen Provinz sind, Wolfsrudel wieder mit einem Aquädukt einzukästeln. Dafür die Geschwindigkeit runtersetzen und schnell die Wolfsrudel einkästeln. So, das erste haben wir. Hier ist das nächste. Da ist das dritte. Das vierte. Und ich glaube, das waren auch alle Wolfsrudel gewesen. Gut, ja, dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Bau und roden jetzt erstmal hier und errichten unser erstes Wohngebiet. Wir haben jetzt hier unser erstes Stadtgebiet schon aufgebaut und entsprechend die Infrastrukturen gebaut. Hier die Brücke mit den Farmen und hier direkt das Silo. Wir haben hier außenliegende 2x2 Wohnblöcke. Wasserversorgung ist schon entsprechend erstellt und hier haben wir schon die Sägewerke für das Exportgut Holz. Hier habe ich schon das zweite Stadtgebiet vorgeplant und werden dann hier mit weiteren Produktionen wie Waffen und Geschirr dann fortfahren. Wir warten jetzt, bis unsere neuen Bürger die Parzellen alle besiedelt haben. Unsere Parzellen sind jetzt alle besiedelt. Wie gesagt, hier bei unserer kleinen landwirtschaftlichen Produktion habe ich auch nochmal eine kleine Siedlung errichtet. Ihr seht, die Stadtkasse ist fast leer. Uns fehlen noch Arbeitskräfte, das heißt, ich muss noch neue Parzellen bauen. Ja, und ich würde sagen, wir geben unserer Stadt mal 2000 Dinari, dann können wir hier schon die anderen Parzellen auch noch ausweisen. Und wir müssen ja auch noch die Handelsroute nach Lindum eröffnen. Da können wir direkt schon Holz auf Export stellen. Ja, dann müssen wir jetzt noch weiter warten, bis wir genügend Arbeitskräfte haben. Denkt daran, wir sind in einer nördlichen Provinz, das heißt, der Weizen wächst hier langsamer und Präfekturen sind nicht so in dem Maß nötig, weil wir keine Brandgefahr haben. Gut, dann verschönern wir jetzt hier mal ein bisschen, aber wir werden es ein bisschen sparsamer machen. So. Und werden mal direkt auch unsere Gottheiten zufriedenstellen. So, unsere Exporte für Holz laufen. Aber mit Holz verdienen wir nicht so viel Geld, deswegen fange ich jetzt mit dem Export für Geschirr an. Dafür baue ich dann hier ein Lager aus. Für Geschirr. Und dann fangen wir mal an mit... erst bauen wir noch einen Markt. Und dann bauen wir 2 Tongruben.
und die entsprechenden Töpfereien. Ihr habt diese Gelder ziemlich schnell ausgegeben. Versucht zumindest mit diesem Geld etwas länger auszukommen. Ja, danke nochmal für die paar Dinari, lieber Imperator. Mit dem ersten Bevölkerungsschub werden wir dann die Kaserne und die Militärakademie bauen. Ja, und ich würde sagen, wir feiern ein Fest. Und zwar müssten wir, glaube ich, ein Fest feiern für Venus, die sehr wütend ist. Ja, wir haben auch keine Mitarbeiter für Religion. Das ist natürlich nicht gut. Trotzdem gibt es ein Fest für Mars. Das brauchen wir definitiv, wenn wir wieder einen Angriff auf unsere Stadt zu erwarten haben. Ja, und ich denke mal, jetzt mit den neuen Immigranten werden wir das Problem mit den fehlenden Arbeitskräften gelöst haben. So, ich denke, wir haben genug Mitarbeiter, um jetzt Kaserne und Militärakademie zu bauen. Allerdings muss ich da noch etwas von meinem privaten Sparkonto der Stadt spenden. Militärakademie und Kaserne. So, dann können wir jetzt auch Geschirr entsprechend verkaufen. Ja, und dann denke ich mir mal, haben wir doch schon mal einen guten Start, was unsere Stadtkasse betrifft. Ja, ich denke mal, die Exporte laufen jetzt ganz gut. Dann werden wir jetzt unser erstes Fort bauen, und zwar ein Fort für die Sperrwurfträger. Und ich werde Forts hier hinbauen, in diese Ecke. Ja, dann werden wir jetzt hier die Nahrungsversorgung weiter aufbauen. So, ich denke mir mal, das sollte jetzt erstmal reichen. Wir zahlen mal etwas mehr. Und die Steuern werden mal ganz runtergeschraubt. So, dann eine Schule, ein Theater und eine Künstlerkolonie. Damit sollte jetzt die Entwicklung weiterlaufen. Okay, verschmutztes Wasser. Wir haben Kliniken gebaut, das sollte kein Problem sein. Ja, die Entwicklung unserer Stadt schreitet voran. Und auch die Nahrungsversorgung ist jetzt gut dabei. Wir werden jetzt die Geschirrproduktion noch weiter ausbauen und jetzt das zweite Stadtgebiet ebenfalls ausweisen. Ja, und die Exporte weiter vorantreiben. Ich habe das zweite Stadtgebiet jetzt auch hier angeschlossen und 2 Wohnblöcke wieder außerhalb des eigentlichen Wohnblocks errichtet. Ich möchte jetzt die Geschirrproduktion etwas vorantreiben. Ich baue jetzt hier nochmal 2 Tongruben und dann entsprechend noch 4 Töpfereien. So, und jetzt kann man sehen, dass wir jetzt hier zwischen den beiden Wohngebieten unsere ganzen Produktionsstätten haben. Deswegen auch jetzt hier jeweils immer diese außenliegenden Wohnblöcke, damit hier ein guter Zugang zum Arbeitsmarkt ist. Ja, wir haben noch ein bisschen Geld, dann werden wir jetzt nochmal Tempel bauen. Den letzten Tempel, nämlich der Tempel der Venus, errichte ich hier auf unserer Insel für unsere kleine Siedlung hier. Ja, und jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis wir genug Geld haben, dass wir die Waffenproduktion ans Laufen bringen können. Dafür weise ich aber hier auch nochmal aus. So, wir haben wieder etwas Geld in unserer Stadtkasse. Dann wollen wir die Waffenproduktion mal starten. Dafür müssen wir natürlich noch die Handelsroute nach Kaleva eröffnen. Und werden dann jetzt hier Waffen exportieren und Eisen importieren. So,
So, dafür müssen wir natürlich noch 2 Lagerhäuser bauen. Dieses hier nimmt Waffen an. Und dieses hier Eisen. Rom zahlt höhere Löhne, das sollten wir auch sofort machen. Okay, das sollte kein Problem sein. Wenn ihr Güter produziert, wo ihr die Rohstoffe importieren müsst, immer jeweils ein Lagerhaus dafür errichten. Also eins für den Rohstoff, eins für das fertige Produkt. Damit die Werkstätten immer gut versorgt werden und der Karrenschieber sich immer um ein Produkt kümmern kann. So, das neue Jahr ist da. Unsere Stadtkasse ist ein bisschen klamm. Da werde ich mal eben ein bisschen nachhelfen. Wenn wir nämlich jetzt Eisenerz importieren, können wir dann doch in die roten Zahlen rutschen. Ja, bevor wir jetzt das zweite Stadtgebiet auch noch mit Nahrung versorgen, werden wir nochmal 2 Farmen errichten. Ja, und dann wird es Zeit, dass wir unsere Waffenschmieden bauen. Erstmal 3. Die werden wir natürlich dann nachher noch ein bisschen erweitern. Aber wie gesagt, wir brauchen jetzt erstmal weiter Geld. Ja, wir werden jetzt mal den Import etwas stoppen, sonst ist unsere Stadtkasse nämlich gleich leer. Ja, das sieht soweit ganz gut aus. Wir können sogar jetzt noch eine Waffenschmiede hier bauen. Ja, dann haben wir hier das Feld nämlich fertig für unsere Waffenproduktion. Das sieht sehr gut aus. Gut, dann bauen wir jetzt hier den Markt. Und lassen das Stadtgebiet hier auch weiterentwickeln. Sobald wir jetzt die ersten Waffen verkauft haben, werden wir nochmal einen Fort für die Sperrwurfträger errichten. Ja, die erste Forderung vom Imperator ist eingetroffen. 10 Einheiten Geschirr. Ja, das sollte eigentlich kein Problem sein bei unserer guten Geschirrproduktion. So, mal schnell auf Hamstern setzen. Ja, wie gesagt, das geht jetzt recht schnell hier. Ja, und die ersten Waffen sind jetzt verkauft. Wie ihr seht, das Geld fließt dann doch ganz gut in die Stadtkasse. Ja, dann baue ich jetzt nochmal mein zweites Fort für die Wurfspeerträger. So. Dieses Fort, das kann direkt anfangen, hier unsere Wölfe zu eliminieren. Das ist sehr effizient, weil sie brauchen nur vor dem Aquädukt stehen und dann werden sie mit ihren Wurfspeeren entsprechend die Wölfe eliminieren, ohne dass sie tatsächlich angegriffen werden. Ja, das war's schon. Wir können das hier weg. So, ihr könnt zurück zum Fort. Oh, hier haben wir auch noch Wölfe. Ja, könnt ihr da auch noch mal hin. So, und hier ist das gleiche Prozedere. So, und dann zurück. Dann können wir hier den Aquädukt jetzt entsprechend abreißen. Und wir können hier den letzten Rest der Insel auch noch mit Farmen versehen. Ja, ich denke, das sieht so gar nicht schlecht aus. Stadtkasse könnte sich ruhig noch ein bisschen erholen. Aber wir haben ja jetzt bald das neue Jahr und dann gibt es genug, was wir wieder exportieren können. Allerdings werden wir die Holzproduktion noch ein bisschen vorantreiben. Da könnte ruhig... Ich gucke mal eben, was die Exporte eigentlich sagen. Ja, Geschirr ist noch jede Menge und Holz auch. Ja, und Waffen wurde gerade erst angefangen. Also wir haben noch genügend Luft, um die Exporte zu maximieren. Dann bauen wir hier doch noch ein paar Sägewerke auf. Ja, dann würde ich sagen, mal ein Fest abhalten. Sehen unsere Götter das? Ja, wir können da ein Fest für Ceres abhalten.
Und dann würde ich vorschlagen, beginnen wir mit der Möbelproduktion hier in unserem Stadtgebiet. Dafür bauen wir hier ein Lagerhaus. So, und dann bauen wir hier auch nochmal 2 Sägewerke. So, und dann können wir die Möbelproduktion genau hier hinbauen. So, und da schließen wir das jetzt wieder. Dann haben wir doch hier das sehr gut ausgebaut. Ich denke mal, wir haben dann alle Produkte, die wir für die Entwicklung unserer beiden Stadtgebiete benötigen. Wir haben gerade gehört, es fehlen Angestellte. Dann machen wir doch jetzt Folgendes. Setzen wir doch jetzt hier ein Badehaus hin und lassen dieses Stadtgebiet weiterentwickeln. Ja, und wir haben den ersten Angriff. Okay. Ja, und direkt noch ein Fest dazu. Das passt ja super. Okay, dann wollen wir mal die Geschwindigkeit runternehmen. Und gucken mal, wo wir angegriffen werden. Ach, das ist hier genau, wo meine Forts sind. Das ist sehr gut. Übrigens ein Indiz, wo Feinde angreifen. Das ist immer hier diese offenen Grenzen der Karte, also wo keine Bäume, Gebirge oder Gewässer eine Barriere darstellen, greifen oft die Feinde an. Deswegen haben wir ja hier unsere Sperrwurfträger gut platziert, aber mal gucken, ob wir da entsprechend es schaffen. Ja, wir haben sogar Streitwagen hier, also das ist wohl der Angriff der Kelten, die ja schon etwas besser ausgerüstet und kampferfahren sind. Naja, wir schauen mal, ob wir das so schaffen. Ja, die werden gut angegriffen hier. Ah ja doch, das sieht ganz gut aus. Ich dachte erst, es wird etwas schwieriger, aber ja, sehr gut. Den Angriff haben wir gut geschafft. Ihr könnt zurück. Ja, so eine Militärakademie ist, glaube ich, schon ganz gut. Gut, wir haben aber jetzt hier mittlerweile schon fast 3000 Dinari. Das heißt, jetzt baue ich mein Fort mit Legionären. Zusätzlich werden wir jetzt hier das Stadtgebiet auch noch parzellieren. Ja, die Holzproduktion sieht auch ganz gut aus. Ja, und man kann einfach sehen, wie viel Geschirr hier verkauft wird. Man kann, glaube ich, noch mal eine Tonprobe bauen. Ja, und Ceres ist sehr zufrieden mit uns und segnet uns. Das ist sehr schön. Finanziell sind wir, glaube ich, jetzt ziemlich gut aufgestellt. Hier, dieses Stadtgebiet werden wir jetzt noch ein bisschen verschönern. Ja, und ich würde sagen, errichten wir noch mal ein paar Kulturgebäude, wie zum Beispiel die Bibliothek. Ja, und dieses Stadtgebiet kann jetzt ja auch das Theater haben. Gut, 2000 Einwohner haben wir. Dann bauen wir mal direkt das Amphitheater mit der Gladiatorenschule. Und dann können die sich hier auch entsprechend weiterentwickeln. Ja, die Waffenproduktion ist wirklich sehr effektiv. Das finde ich sehr gut. Ja, das eine Stadtgebiet ist jetzt erstmal so in seinem Endausbau angelangt, nämlich zur mittleren Insula. Wir brauchen ja dann halt hier Olivenöl. Das werden wir aber dann später erst entsprechend importieren. Aber vorerst kriegt der Imperator sein Geschirr. Wenn es bei Geschirr bleibt, ist das ja sehr schön. So, ja, haben wir noch genug in den Lagerhäusern. Können wir direkt verschicken. Und wir haben ja jetzt wirklich hier eine super Produktion. Das sollte eigentlich kein Problem mehr sein.
So, und dann kommt ja noch das Badehaus hin. Und dann kann sich dieses Stadtgebiet auch weiterentwickeln. So, mit diesem Stand werden wir jetzt im nächsten Schritt hier rüber siedeln. Wir werden jetzt hier Stadtgebiete errichten und hier entsprechend Nahrung anbauen. Wir haben jetzt Londinium um 2 Wohngebiete erweitert, und zwar diesmal wie bei Valencia in einem 10x9 Block, um noch mehr Bürger in einem Wohngebiet unterzubringen. Wir haben hier dieses Wohngebiet jetzt zur Hälfte schon parzelliert und auch mit Tempel, Wasser und Ingenieursposten versorgt und die Zugänge zu den anderen Stadtgebieten ermöglicht. Zusätzlich haben wir jetzt diese landwirtschaftliche Fläche erschlossen mit einer kleinen Siedlung und schon einer Menge von Weizenfarmen. Hier ist das Silo, wo der Weizen gelagert wird, und wir werden hier später auch ein weiteres Versorgungsviertel mit Lagerhäusern für Geschirr und Möbel einrichten. Ich werde jetzt hier noch etwas umplanen. Ich werde hier auch einen Versorgungspunkt errichten mit Silo und Lagerhäusern. Dafür möchte ich aber hier und hier nochmal außenliegende Wohngebäude haben, damit hier dieser Bereich guten Zugang zum Arbeitsmarkt hat. So, wir haben jetzt diesen Versorgungspunkt hier entsprechend eingerichtet. Wir haben hier die außenliegenden Wohngebiete mit Brunnen. Ich habe auch direkt hier die Barbiere gebaut für die beiden Wohngebiete. Wir haben jetzt hier das Silo, welches jetzt Weizen fordert. Wir haben hier das Silo, was Geschirr annimmt. Dieses Silo wird später Olivenöl fordern. Und dieses Lagerhaus nimmt Möbel an. So haben wir hier einen sehr guten Punkt, um die Stadt mit allen nötigen Gütern zu versorgen. Ja, diese Siedlung habe ich natürlich auch schon mit einem Markt und einer Schule versehen und einem Arzt. Ich möchte hier schon, dass sie wenigstens bis zur kleinen Casa sich entwickeln können. So, hier ist nochmal eine Verbindungsstraße, damit der Weizen schneller in das andere Silo transportiert werden kann. So, ich denke, es wird aber auch allmählich Zeit, dass wir mal unseren Senat bauen. Ja, 10 Einheiten Geschirr, das sollte kein Problem für uns mehr sein. Ja, da haben wir genug im Lager, da brauchen wir noch nicht mal hamstern. So, unser Senat haben wir hier errichtet und ihr seht jetzt schon die Grundstruktur der weiteren Stadt. Wir haben hier die weiteren 10x9 Stadtgebiete und hier in der Mitte wird sich jetzt dieser Platz entwickeln, wo wir in der Mitte den Senat haben. Das sieht sehr gut aus. Mit dem Senat können wir jetzt auch die Foren bauen. Eins hier und eins hier. Und hier bauen wir auch direkt schon das Forum auf. Und dann können wir hier auch schon den Arzt errichten, den haben wir hier noch gar nicht. Ja, und damit können wir natürlich auch jetzt die Steuern eintreiben. Das machen wir mal auf 9%. Und wir haben 3000 Einwohner. Dann werden wir jetzt mal dieses Stadtgebiet hier mit einem Markt versorgen. Und hier nochmal einige Weizenfarmen. Mir gefällt dieser Bereich jetzt hier nicht wirklich richtig von der Aufteilung. Ich will das jetzt hier noch etwas verändern. Ja, während meines Umbaus greifen die Barbaren an. Dann wollen wir mal schauen, wo. Ja, wieder an der gleichen Stelle. Gut, dann werden wir mal die Stadt verteidigen. So, unsere Armee hat Aufstellung bezogen, aber ich denke mir mal, das werden wir gut schaffen. Ja,
Die Streitwagenkämpfer sind auch schon, glaube ich, fast alle ausgeschaltet. Ich mache mir da jetzt keine großen Sorgen. Ja, der Feind ist hier schon auf der Flucht. Ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut wieder geschafft. Gut, ja, dann könnt ihr nach Hause. So, ich werde aber jetzt, weil wir jetzt genügend Geld haben, mal hier die Mauer bauen, damit unsere Feinde etwas aufgehalten werden. Damit soll unsere Stadt eigentlich gut geschützt sein. Ja, und diesen Bereich habe ich jetzt auch neu konzipiert. Ich habe hier noch eine zusätzliche Brücke gebaut, um den Warenfluss hier von Weizen zu verbessern. Habe direkt dann hier nochmal die 2 Silos aufgestellt, die den Weizen aufnehmen, und habe hier einfach das nochmal mit den Tongruben etwas besser konzipiert, sodass, glaube ich, das optimal hier ausgenutzt ist. Ja, wir haben jede Menge Arbeitslose, deswegen werde ich jetzt hier bevor ich hier was mache, werden wir nochmal höhere Löhne zahlen. Ja, 36 Dinar, okay, gut. So, dafür werde ich jetzt hier nochmal ein weiteres Versorgungszentrum aufbauen. Ich baue jetzt hier nochmal ein Silo für Weizen. Ein Lagerhaus für Geschirr, ein Lagerhaus für Möbel. Sehr gut. Baue dann hier eine Künstlerkolonie und eine Gladiatorenschule. So, dann können wir das so verbinden. Ja gut, dass wir hier die Produktion jetzt auch erweitern. Der Imperator will 10 Möbel haben. Da haben wir auch mehr als genug. Das können wir direkt verschicken. So, dann haben wir doch hier jetzt das super ausgebaut. Ich denke mir mal, damit ist die Versorgung doch bestens mit Geschirr und Möbel gesichert. Ja gut, dann werden wir jetzt mal unsere Stadt weiterentwickeln, diese Stadtbereiche mit Kulturgebäude versehen und ja, die Entwicklung weiter vorantreiben. In diesem Bereich werde ich ebenfalls eine Änderung durchführen, weil ich feststelle, dass unsere Sägewerke das Holz auch zu den Möbelschreinereien bringt und eben nicht für den Export ins Lagerhaus. Von daher werde ich jetzt das Wachhaus hier abreißen und die Verbindung zur Stadt kappen. Dann kann ich hier auch die ganze Reihe von Sägemühlen abreißen. Baue hier noch eine hin. Ich denke 4 reichen voll und ganz. So, jetzt versorgen dann die Sägemühlen jetzt dieses Lagerhaus und ich kann das ganze Holz entsprechend exportieren. Hier die Lücke werden wir nachher noch mit einem Tempel füllen. Dann werden wir jetzt hier auch die Straße verbinden und ich mache hier noch ein Wachzimmer hin. So, dieses Stadtgebiet hat sich jetzt auch gut entwickelt. Wir haben genügend Arbeitskräfte. Dann errichten wir jetzt hier das Amphitheater. Bevor wir das aber bauen, müssen wir den lokalen Aufstand niederschlagen. Okay, dann gucken. Ja, da sind sie wieder. So, Aufstellung ist bezogen. Und man kann einen kleinen Trick machen, indem man hier schon eine kleine Bresche in die Mauer hinein reißt. Und dann geht's schon los. Naja, aber der Angriff ist relativ klein. Das ist, glaube ich, kein Problem. Sie fliehen schon. Ja, das war, glaube ich, eine ganz schnelle Geschichte hier. Dann könnt ihr jetzt zurück, Mauer schnell reparieren. Gut, errichten wir unser Amphitheater. Wir werden jetzt mal für Mars ein Fest abhalten. So, dann können wir, glaube ich, auch schon die erste Akademie bauen.
Okay, eine Tongrube ist überflutet. Das sollte man auch dann reparieren. Ja, da ist sie. So, und ihr seht, ich habe schon Marmor gekauft, weil ich möchte Orakel bauen. Hingegen meiner üblichen Bauweise mit großen Tempeln werde ich bei Londinium nur Orakel bauen. Warum? In den Orakeln können die Bürger alle Gottheiten huldigen. So sind alle Gottheiten auch gleichermaßen zufrieden. Ich brauche dann nicht immer direkt für alle Gottheiten einen Tempel bauen. In den letzten Kampagnen habe ich Orakel eigentlich eher vernachlässigt, aber ich stelle fest, dass Orakel doch Vorteil haben gegenüber diesen Tempeln. Ja, dann baue ich direkt nochmal eine Akademie hier hin. Ich würde jetzt als nächstes wirklich anfangen, Olivenöl zu importieren, damit sich die beiden Stadtgebiete hier schon entwickeln können. Je früher wir mit dem Import von Olivenöl beginnen, desto besser können sich die Märkte mit diesem Gut entsprechend eindecken. Wir werden das Dock hier hinbauen. Hier ist eine gute Position, wo Olivenöl zur Stadt transportiert werden kann und später hier zu meinem Villenviertel. Das Dock ist jetzt errichtet. Hier ist das Lagerhaus. Dieses Lagerhaus werden wir später für Öl und für Wein einstellen. Ich habe jetzt hier noch weitere Weizenfarmen errichtet. Für den Olivenexport müssen wir natürlich die Handelsroute öffnen. Und zwar nach Lutetia. Das heißt jetzt, dass wir alle Warenhäuser auch entsprechend einstellen müssen. Wie gesagt, Wein und Öl ist jetzt hier überall frei geschaltet. So, dieses hier wird jetzt Öl fordern. So, da kommt schon das erste Handelsschiff. Wir werden also jetzt hier mal eine Ladung Olivenöl entsprechend importieren. Das wird relativ teuer werden. Eine weitere Forderung vom Imperator: 10 Einheiten Möbel. Da haben wir mehr als genug. Das können wir sofort losschicken. So, unser Handelsschiff. Ich kann es nicht erwarten, mir etwas Handel zu treiben. Ich liebe ein gutes Geschäft. Aus Lutetia erreicht unser Dock. Ja, und ihr seht jetzt folgendes Phänomen. Dieses Lagerhaus ist auf Annehmen eingestellt und das in der Stadt fordert. Da es eine Verbindung zu der Stadt gibt, gehen jetzt die Karrenträger mit den frisch importierten Olivenöl direkt zu dem Lagerhaus, was Öl fordert. Das ist auch interessant. Ich würde das jetzt erstmal so lassen. So können wir erstmal langsam Olivenöl importieren. Später werde ich folgenden Trick anwenden. Ich werde hier die Verbindung kappen, denn wenn ich das Villenviertel hier errichte, sollte dieses autark sein. Und dann füllt sich dieses Lagerhaus relativ schnell mit Olivenöl und das andere kann das Olivenöl entsprechend anfordern. Aber jetzt für den Anfang können wir das erstmal so lassen. Das schont auch etwas unsere Stadtkasse, weil der Import relativ langsam vonstatten geht. So, wir haben 3 Einheiten Öl jetzt in unserem Lagerhaus. Und ich denke mal, dass jetzt diese Stadtgebiete sich entsprechend entwickeln können. Ja, und wir sehen, wir haben die ersten großen Insulars. Ja, wir lassen das jetzt mal so weiterentwickeln und werden spätestens, wenn wir unsere Villen errichten, dann Verbindung zwischen Dock und Stadt kappen. So, unsere Gottheiten. Ich habe für Venus schon 6 Tempel, für Mars nur 4 und den Rest 5. Das ist natürlich jetzt auch nicht so gut. Das heißt, wir werden mal das jetzt hier gleichziehen. Ja, und wir werden jetzt auch mal Neptun ein Fest gönnen, da wir ja jetzt die ersten Seehandelsrouten eingerichtet haben.
So, ihr seht, ich habe jetzt hier dieses Stadtgebiet auch schon angeschlossen, einen außenliegenden Wohnbereich errichtet mit Brunnen und habe jetzt hier die entsprechenden Tempel gebaut. Und so allmählich entwickelt sich hier unser schöner Platz. Ich habe jetzt hier weitere Akademien gebaut auf der gegenüberliegenden Seite des Senates und hier ein weiteres Silo, was Weizen entsprechend auch fordert. Ja, und ihr seht, Olivenöl ist schon gut in den Märkten vorhanden. Ja, da sehen wir es. Und hier auch schon. Ja, das ist sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir bauen noch ein paar Kultureinrichtungen, denn wir brauchen für die Werte von 75 einiges an Theater und Schulen. Und ich denke, wir werden mal hier an meinem zentralen Platz auch schon mal 2 Theater bauen. Ich möchte versuchen, dass Schulen und Theater später bei der Versorgung auch perfekt stehen. Das sollte die Kulturwertung entsprechend in die Höhe treiben. Ja, wir werden wieder angegriffen. Ja, und wir können mehr Olivenöl importieren. Das ist sehr gut. Erstmal Geschwindigkeit runter. Gucken, wo sie angreifen. Ja, das ist meistens immer im Wechsel. Ja, und ich werde direkt noch ein Fort für Sperrwurfträger errichten, weil ich denke, da könnte man noch eins gut gebrauchen. Ja, die Mauern halten den Feind schon etwas auf. Damit können wir jetzt hier gut Stellung beziehen. So, und die erste Bresche ist da. Und jetzt geht's los. Ja, das sieht sehr gut aus. Ja, das sollte hier wirklich kein Problem haben. Wir sehen schon, die Feinde sind auf der Flucht. Verluste sind auch gering. Dann könnt ihr zurück. Dann reparieren wir mal eben schnell die Mauer wieder. Die letzten beiden Stadtgebiete habe ich jetzt ebenfalls hier an die Stadt angeschlossen und mit Wachhäusern recht versehen. Und hier haben wir wieder die außenliegenden Wohngebiete. Das werde ich dann jetzt hier auch wieder so verbinden. Mit diesen beiden Wohngebieten hier werde ich jetzt das letzte Versorgungszentrum errichten. Nämlich mit dem Silo, mit 2 Lagerhäuser, 1 für Geschirr, 1 für Möbel. Und dann machen wir hier auch nochmal eine Künstlerkolonie und eine Gladiatorenschule. So, und auch dieses Silo wird Weizen annehmen. Und ich denke, somit haben wir für alle Stadtgebiete eine optimale Versorgung mit allen Gütern. So, jetzt wird es aber auch mal Zeit, dass ich mir mein Haus baue. Wir haben genug Geld. Dementsprechend baue ich mir jetzt mal einen Palast. Die Hälfte der Einwohnerzahl haben wir geschafft. Wir haben einen weiteren Aufstand und eine Segnung von Ceres, das ist super. Gut, dann gucken wir mal, dass wir das auch geregelt kriegen. Ja, das ist sehr schön, dass ihr direkt hier angreift, da brauche ich ja gar nicht so viel zu klicken. So, Aufstellung ist bezogen. Jetzt könnt ihr angreifen. Ja, aber die kleine Truppe sollte eigentlich auch schnell besiegt sein. Ich helfe euch mal ein bisschen hier. Ja,
das ist wirklich nicht schlecht. Ja, keine Chance. Und wieder 15 Einheiten Möbel. Ja, bei Möbel brauchen wir uns, glaube ich, keine Gedanken zu machen. Ja, und Rom zahlt wieder höhere Löhne. Und der Imperator dankt uns. Gut, dann werden wir jetzt mal die Löhne anpassen. Ja, und ihr seht, wie viel wir an Löhnen bezahlen müssen. Das ist schon ziemlich viel. Ja, und ihr seht, wie viel Olivenöl wir schon in unserem Lager haben. Das ist wirklich gut, dass wir so früh angefangen haben. Ja, und unsere Stadtkasse sieht auch sehr gut aus. Ja, leider wird Olivenöl jetzt noch teurer. Gut, ich denke mir mal, es ist an der Zeit, dass wir mit unserem Villenviertel beginnen. Unser Villenviertel ist jetzt konzipiert. Wir haben hier den Versorgungsbereich mit den Silos, den Farmen. Die Silos sind entsprechend eingestellt für Weizen, Fleisch und Gemüse. Wir haben hier unsere kleine Versorgungssiedlung, die ich auch entsprechend mit Wasser und einem Ingenieursposten versehen habe. Hier haben wir die Lagerhäuser, die Geschirr und Möbel anfordern. Hier haben wir Olivenöl und hier habe ich mir noch Platz gelassen, eventuell noch ein Lagerhaus für Wein oder für überschüssiges Gemüse zu errichten. Nach hierhin haben wir auch da noch Platz, um weitere Farmen zu errichten, sodass wir hier wirklich eine gute Versorgung haben. Die Wohngebäude hier werden durch diese beiden Märkte versorgt. Hier ist jetzt unser Villengebiet mit 8 Villenstandorten. Wir werden nur bis zu den kleinen Palästen entwickeln lassen. Wir haben jetzt mittlerweile auch hier Tempel und die ersten Kultureinrichtungen gebaut, sodass diese sich jetzt entsprechend auch entwickeln können. Wie ich eben schon erwähnt habe, werde ich keine großen Tempel hier errichten. Kleine Tempel reichen auch. In meinem Tutorium für Villen hatte ich nicht erwähnt, dass bei der weiteren Entwicklung von Villen zu Palästen unsere Patrizier mindestens 3 Gottheiten huldigen möchten. Das heißt, ihr müsst mindestens 3 Tempel errichten. Ja, und ihr seht, ich habe hier das jetzt gekappt. Das heißt, hier ist das Lagerhaus schon relativ voll und der Karrenträger wird jetzt entsprechend das Olivenöl weiterhin zur Stadt befördern. Ein weiterer Grund, warum ich das Villengebiet wieder autark von der Stadt entwickeln lasse, ist, dass wir in der Stadt nur eine Nahrungsmittelart zur Verfügung stellen. Und wenn wir jetzt nun hier in unserem Villengebiet eine weitere Nahrung produzieren, so werden die Marktfrauen dann dorthin gehen, um die zweite Nahrungsmittelart zu holen, die von den Bürgern gefordert wird und somit die Versorgung mit anderen Gütern hindert. Ich habe jetzt hier in unserem landwirtschaftlichen Produktionsgebiet nochmal eine zweite kleine Siedlung errichtet, um weitere Weizenfarmen in diesem Bereich hier zu etablieren. Im Villenviertel habe ich jetzt ein Amphitheater errichtet und die Entwicklung hier sieht auch sehr gut aus. Und wir haben wieder einen Aufstand. Ja, diesmal dort. So, Aufstellung ist bezogen. Dann werde ich denen mal ein klein bisschen helfen hier. Ja, gegen unsere Armee haben wirklich die Aufständler keine Chance. Ja, in die Flucht geschlagen. Keine Verluste. Das ist super. So, bevor wir jetzt Wein importieren, um die entsprechenden Villen entwickeln zu lassen, werden wir jetzt dieses Stadtgebiet hier entsprechend entwickeln. Denn sobald die Villen da sind, fehlen uns bestimmt Mitarbeiter.
Unser Kolosseum ist jetzt einsatzbereit, das ist sehr gut. Ja, und ich habe jetzt mal wieder den Olivenöl-Import gestoppt. Ihr seht, das Geld geht dann doch ganz schön schnell weg, weil wir jetzt auch relativ viel in unser Villenviertel gebaut haben. Ich werde aber jetzt trotzdem schon mal etwas Wein importieren. Das stellen wir jetzt mal hier auf Importieren. So, der erste Wein ist im Lagerhaus. Das heißt, die Entwicklung unserer Villen schreitet jetzt bald voran. Ihr seht aber auch, wie das Geld aus unserer Stadtkasse fließt mit dem Import des Weines. Dann Wein nicht annehmen. Dann kann sich jetzt die Kasse erstmal erholen. Und dann gucken wir uns jetzt mal an, wie unsere Villen sich entwickeln. Ja, da haben wir sie, unsere Villen. Und wir gucken mal, was der Arbeitsmarkt sagt. Ja, wir haben noch genug Arbeitskräfte, um tatsächlich das Krankenhaus zu bauen. Ja, dann bauen wir jetzt auch direkt schon die Akademie. Die kommt dann jetzt hier hin. Ja, und wir haben die herrschaftliche Villa erreicht. Und die braucht jetzt noch die zweite Art von Wein. Das werden wir durch die Handelsroute mit Augusta Trevorum herstellen. Und wir haben unseren kleinen Palast. Das ist der Endausbau. Damit sollte die Wohlstandswertung erreicht sein. Nachdem wir jetzt das Villenviertel errichtet und voll entwickelt haben, bleibt uns jetzt eigentlich nur noch die Entwicklung der Stadt bis 10.000 Einwohner und die Kontrolle des Oliven- und Weinimportes. Zudem müssen wir natürlich immer die Nahrungsmittelproduktion anpassen. Ich werde jetzt hier diese beiden Stadtgebiete auch voll entwickeln lassen und dann schauen wir mal, wie viel Einwohner Londinium dann hat. Und wir haben einen weiteren Angriff der Barbaren. Ja, und Venus segnet uns. Ja, das Prozedere ist immer das gleiche. Die feindliche Armee ist schon ziemlich angewachsen, aber ich mache mir da keine Sorgen. Das ist so effektiv mit dieser Bresche. Und ihr seht, wie unsere Fernkämpfer im Schutz der Legionäre ja entsprechend aufräumt. Ja, das war wirklich wieder mal sehr erfolgreich. Dann könnt ihr zurück. 2 Legionäre haben wir verloren. Das ist wirklich sehr wenig. Gut, Mauer reparieren und weiter geht's. Mittlerweile ist jetzt das vorletzte Stadtgebiet auch voll entwickelt. Ja, und ich denke, wenn wir jetzt dieses hier auch noch entwickeln, haben wir fast die 10.000 erreicht. Ja, die Forderungen vom Imperator beschränken sich auf Möbel und auf Geschirr. Davon haben wir mehr als genug. 113 Einheiten, das können wir direkt losschicken. Auch hier ein kleiner Trick, ihr seht, dass dieses Stadtgebiet hier von einem Aquädukt so umgeben ist. Baut hier einfach 2 Straßen rein, dann können eure neuen Bürger relativ schnell die Parzellen erreichen.
Ein Blick auf die Wertungen zeigt uns, dass wir Gunst und Frieden schon erreicht haben und die Wohlstandswertung steigt weiter, also mit den kleinen Palästen werden wir wohl die 75 erreichen. Kulturwertung ist der Bereich, der wohl am anspruchsvollsten ist. Mittlerweile haben wir 9000 Einwohner in Londinum. Ja, und dieses Stadtgebiet muss jetzt noch fertig entwickelt werden. Da parzelliere ich jetzt den Rest. In dem Versorgungsquartier unseres Villenviertels habe ich jetzt noch ein separates Lagerhaus gebaut, was nur Olivenöl annimmt. Ich wollte dann doch hier eine Trennung haben. Ja, und wir haben wieder einen Aufstand. Ja, unsere Aufstände sind schon durchgebrochen, aber unsere Armee war wieder rechtzeitig da. Ja, also wie gesagt, das sollte alles kein Problem sein. Ja, okay, das war's. Ihr seht, die Stadtkasse ist wohl gefüllt, obwohl wir die ganze Zeit schon Olivenöl importieren. Das hat auch mit den Steuern zu tun, die wir jetzt gut eintreiben. Ein Blick auf unsere Finanzen zeigt, dass wir mittlerweile über 8000 Dinari an Steuern eintreiben. Somit können wir natürlich unsere Importe gut finanzieren. Die letzten 2 Stadtgebiete haben sich jetzt voll entwickelt. Wir haben 9752 Einwohner und ich denke mir mal, dass wir die 10.000 bald geschafft haben. Gucken wir jetzt mal auf die Wertungen. Ja, wir haben Wohlstand, Frieden und Gunstwertungen erreicht und die Kulturwertung ist jetzt der einzige Bereich, den wir entsprechend noch verbessern müssen. So, Schulen werden wir noch bauen, damit wir auf perfekt kommen und auch Theater. Wir haben die Wertungen alle erreicht. Wir sind jetzt bei Kultur auf 77 angelangt. Dafür haben wir 20 Schulen errichtet, 5 Akademien und 11 Bibliotheken. Wir haben bei der Unterhaltung 22 Theater, 7 Amphitheater und ein Kolosseum errichtet. Bei den Tempeln haben wir jeweils 9 kleine Tempel und 4 Orakel. Ja, und wir brauchen eigentlich jetzt nur noch unsere 10.000 Einwohner und dann haben wir die Kampagne geschafft. Schauen wir uns nochmal Londinum in Ruhe an. Hier startete unsere Entwicklung mit den 2 Stadtgebieten und dem großen Produktionsbereich. Hier haben wir die ersten Farmen errichtet. Dann diese 2 Stadtgebiete gebaut. Hier unser großes landwirtschaftliches Produktionsgebiet mit den 2 kleineren Siedlungen. Haben dann hier diese 2 Stadtgebiete entwickelt und unser tolles Villenviertel mit dem entsprechenden Versorgungsgebiet. Die 10.000 Einwohner haben wir erreicht und damit haben wir auch diese Kampagne geschafft. Dieses war wirklich ein richtiges Stück Arbeit, aber ich denke, es hat sich wirklich gelohnt. Mit dem Blick auf unseren schönen zentralen Platz von Londinum beenden wir diese Kampagne. Wir haben es mal wieder geschafft. Der Imperator befördert uns zum Cäsar. Bei Jupiter. Nie
Nie zuvor haben die Barbaren in Britannien eine Stadt wie Londinium erblickt. Claudius, der diesen Insulanern vor so langer Zeit die Schärfe des römischen Schwertes zu schmecken gab, lächelt sicher huldvoll auf uns herab. Ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Es geht in den Süden nach Massilia. Die letzte Wirtschaftskampagne. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Dominus.